Hallo lieber Zwilling, herzlich willkommen zu deiner Legung für den August 2024. Wir machen das jetzt immer so, dass ich am Anfang, ihr könnt natürlich gerne vorspulen, wenn euch nicht so interessiert, immer noch mal einen Kommentar vorlese von der letzten Legung und ein bisschen was dazu sage. Und dann gehen wir gleich in deine Legung rein. Generell freue ich mich natürlich immer über Kommentare. Auch über Likes versteht sich, aber ihr könnt mir auch immer gerne einen Kommentar schreiben, was ihr meint, wie ihr euch fühlt, wie es euch geht. Und ich lese mal vor. Ich lese auch manchmal so die negativen Kommentare vor. Ne? Ich finde das wichtig, dass man auch nicht nur hier, warte mal, da kriege ich was rein, alles gut. Dass ich nicht nur lese hier die Lobungen, das gibt's nicht. Wie meint ihr? Wie heißt denn das? Das Lob, was man so bekommt, sondern auch so andere Kommentare. Und hier schreibt die liebe Ursula, liebe Grüße an Ursula, das wird alles schon so lange gesagt. Wann passiert denn mal was? Ich bin schon 18 Jahre allein. Gibt es denn überhaupt noch die Liebe? Und ich möchte euch vorlesen, was ich dazu geantwortet habe. Um wahre Liebe zu finden, so meine eigene Erfahrung, muss man erstmal an diese auch wieder glauben. Aber noch wichtiger ist, dass man zufrieden ist, ohne jemand anderen. Alles, was man energetisch so sehr als abwesend empfindet oder als separat von sich selbst, ist schwer zu bekommen. Bitte schaue dazu gerne mal meine Videos an auf Deine Reise zum Glück. Deine Reise zum Glück war mein erster Kanal. Im Moment widme ich mich mehr diesem Kanal. Und da findet ihr ziemlich viele Videos zum Thema Liebe in dein Leben ziehen, manifestieren. So habe ich es gemacht, ne? Auch wie ich es gemacht habe. Ich war auch wirklich lange Single. Und wenn ich das mit der Liebe mal irgendwie wieder verknallt war oder verliebt war, waren da immer ja ziemlich viele Hindernisse dran gebunden. Oder wie eine stalkende Ex-Freundin zum Beispiel, die uns gestalkt hat. Oder halt Männer, die sich nicht richtig entscheiden wollten, ob sie jetzt eine Beziehung wollen oder nicht. Oder ja, mein erster Freund hat ja per SMS damals noch mit mir Schluss gemacht. Das war ziemlich schlimm für mich damals, weil ich ja wirklich wahnsinnig verliebt in den. Und das ging auch über eine relativ lange Zeit mit uns. Und ja, und ich habe festgestellt, wirklich, ja, ich habe wirklich sehr, sehr viel Arbeit an mir selbst gemacht, weil ich wirklich zutiefst daran glaube, dass deine Glaubenssätze, also das, was du tief innerlich glaubst, du unbewusst immer wieder anziehen wirst. Also wenn man halt unbewusst zum Beispiel jetzt in meinem Fall halt daran glaubt, so nach dem Motto, die Liebe ist schwierig oder Männer wollen sich nicht für mich entscheiden oder entscheiden sich nicht für mich, ich bin halt niemals die Einzige, ne? Weil auch da hatte ich natürlich so Themen, dass da mit mir oft Schluss gemacht worden ist, gerade so in meinen Zwanzigern. Und dann, wie gesagt, in meinen Dreißigern war ich super lange Single, bis ich halt erst mit 40, ziemlich genau an meinem 40. Geburtstag, mit meinem Freund zusammengekommen bin, den ich auch schon vorher kannte, mit dem es auch schief gegangen ist, obwohl ich super in den verliebt war und auch alles nur den Bach runtergegangen ist. Aber das war auch ehrlich gesagt ein Grund, damals, weil ich da wieder sehr unglücklich war, mir wirklich mal genau mich mit mir zu beschäftigen und meinen Glaubenssätzen, die so dahinter sind, warum es immer alles auch nicht funktioniert oder warum ich dann auch schnell so reagiere, wie ich reagiere und auch ja, mal so übertrieben gesagt Männer dann auch wieder in die Flucht geschlagen habe. Ich dachte halt damals immer, ich wäre super am Recht und im Nachhinein habe ich festgestellt, dass das einfach nur totale Abwehrmechanismen von mir sind. Und ja, ich habe daran ziemlich viel gearbeitet und eben auch ziemlich viel mit Manifestationen gearbeitet, ja, mit dem, was ich glaube und was ich wünsche, was ich mir in meinem Leben wünsche, mit Affirmationen und so weiter. Das findet ihr alles auf meinem Kanal. Und tatsächlich ist das dann auch so gewesen, dass sich der besagte Mann nach über 1,5 Jahren plötzlich bei mir gemeldet hat und sich gemeldet hat und mich gerne wieder sehen wollte. Und dann ging es erstmal nochmal wieder in die Hose, weil ich wieder auch nicht so, ja, immer noch nicht so richtig gut war, da sozusagen auch darin zu bleiben, in diesem Glauben, dass dass alles funktionieren wird und dass schon alles gut ist. Und dann sind nochmal so 3, 4 Monate ins Land gegangen, bis wir dann letzten Endes zusammengekommen sind. Und mittlerweile leben wir zusammen und wir haben ein Business zusammen und wir machen alles zusammen.
Aber das war für mich auch ein sehr langer Weg und der führte aber in erster Linie über meine eigenen Glaubenssätze und eben nicht über das, was wir über das andere Geschlecht denken oder halt eben das, wenn auf dasselbe Geschlecht, wenn wir auf gleichgeschlechtlich veranlagt sind, sondern es geht mehr darum, was du glaubst. Und in meinen Kartenlegungen ist es daher auch immer ein großer Teil der Legungen zu gucken, was gerade deine Energie ist und wo es gerade für dich drum geht und nicht nur zu sagen, ja, guck, da kommt ein Mann und der bringt dir dann Blumen und alles ist schön und gut und so weiter, sondern wir wollen hier wirklich ein bisschen tiefer gehen in meinen Legungen, egal in welchen. Ich empfehle euch, wie gesagt, auch immer die Auswahl-Tarot-Legungen. Ich persönlich bin großer Fan davon. Ich finde, für mich persönlich steckt da meistens mehr Ich drinne, sozusagen mehr Botschaften für mich als in der reinen Sternzeichenlegung. Ich mache die Sternzeichenlegung, weil ich weiß, dass ihr die super toll findet. Ich persönlich finde aber wirklich die Auswahl-Tarotlegung aus meiner ganz persönlichen Erfahrung her wesentlich effektiver, ehrlich gesagt. Dennoch machen wir jetzt eure Sternzeichenlegung und gucken, was die allgemeine Energie für die Zwillinge ist im August. So. Und wie gesagt, das ist eine allgemeine Legung für diverse Leute und ja, nimm bitte für dich, was resoniert. Guck dir gerne, wie gesagt, sonst noch eine Auswahllegung an. Guck dir auch gerne die Legung an, die die letzte Auswahl-Tarot-Legung ist. Die heißt, wir reden jetzt mal Klartext. Was blockiert dich und die Liebe? Die kann ich sehr, sehr empfehlen, um da mal genauer hinzugucken. So, aber wir fangen an mit einer Karte aus meinem eigenen Kartenset. Das habe ich entworfen. Das heißt die Magie der Göttinnen. Die Box habe ich jetzt nicht, um sie euch nochmal zu zeigen. Das findet ihr in jedem Buchhandlung, könnt ihr das tatsächlich auch kaufen. Und wir gucken mal rein, welche Karte zeigt sich hier als Premiere erste Karte für dich im August. So, da will erstmal gar nichts. Da, das ist sie, glaube ich. Da kommt auch nichts anderes mehr. Noch einmal. Noch was rauskommt. Ich glaube nicht. Nicht das Gefühl, nein. So, oh, guck mal, da haben wir mal eine super, super schöne Karte. Das ist die Astraea. Guck mal, ich zeige sie euch mal, was das für eine schöne Karte ist, was die für eine tolle Ausstrahlung hat. Da kommt schon mal ganz, ganz, ganz viel Herzensenergie aus dieser Karte raus und die heißt Hoffnung. Und das ist auch interessant, dass wir gerade über die Hoffnung und die Liebe geredet haben eingehend. Und hier geht es aber auch wirklich immer um die, also wirklich um den Glauben, ne? Hoffnung und Glauben hängen stark beieinander, das haben wir ja eben gerade schon gesagt, ne? Also ich muss auch daran glauben, dass ich es verdient habe, die Liebe meines Lebens zu finden und dass ich es verdient habe, glücklich zu sein. Ansonsten ist es schwer, es in dein Leben zu ziehen, aber hier geht es natürlich auch um die Herzöffnung, ne? Ihr seht hier, da kommt sozusagen die Energie auch aus dem Herzen raus. Das heißt auch wirklich dieses offen sein mit anderen Menschen, auch über Gefühle reden zu können, auch wirklich mitzuteilen, was man fühlt und nicht immer Angst davor zu haben, sozusagen dann zurückgewiesen zu werden, wenn man selber seine eigene Wahrheit spricht. Also die Wahrheit auch wirklich von, ich habe hier Gefühle oder ich fühle mich so. Hier ist wirklich so auch drinne, dass ihr auch wirklich daran glaubt, was an euch glaubt, aber auch daran glaubt, dass andere Leute zuhören möchten und dass andere Leute auch wirklich wissen möchten, was in eurem Herzen vor sich geht. Das ist auch so diese, ja, Maria-Energie. Maria-Energie, die Nummer 5 ist die Nummer 32 zusammen. Die Nummer 5 heißt aber auch immer, ist auch so eine Freiheit, das ist eine Verwandlung. Also ich muss, was ich auch schon eingehend gesagt habe, hier gerade für die Singles, wir gucken mal weiter, ob das hier als reine Single-Legung weitergeht oder nicht. Danach benenne ich auch immer dann hinterher das Video. Weil ich weiß ja selber nicht, was jetzt gleich passiert oder was hierbei rauskommt. Aber das heißt auch wirklich, Nummer 5 steht auch für Freiheit. Das heißt auch wirklich seine eigene Freiheit auch von Herzen lieben, sich selber zu lieben in seiner eigenen Freiheit, in seiner eigenen Unabhängigkeit, ne? Weil ich muss ja auch sagen, wie gesagt, jetzt seit wie vielen Jahren? 3 Jahren in einer Beziehung fast, dass das auch manchmal echt anstrengend ist und es hat auch durchaus seine positiven Seiten, Single zu sein, also und mit sich alleine zu sein und Zeit für sich selbst zu haben, ausschließlich und ja, das Leben sozusagen auch dahingehend zu fühlen, dass man glücklich ist, auch alleine zu sein. Darum geht es hier auch und mit der Nummer 5 eben, mit dieser Zahl, die immer auch für Freiheit steht, aber auch für Aufbruch und ja, neue Entwicklungen, Herausforderungen, aber im positiven Sinne, ne? In Veränderung, Hoffnung auf eine Veränderung, aber eine
positive Veränderung, die man eben aus dem Herzen heraus manifestiert. Und mit dieser Maria-Energie meine ich auch, dass es wirklich darum geht, so, ja, Liebe in die Welt abzugeben. Ne? Also wer Liebe gibt, wird Liebe empfangen. Und Liebe in die Welt zu geben, fängt halt ja schon damit an, zu seinen Mitmenschen nett zu sein. Ne? Also an der Kasse zu der Supermarktfrau nett zu sein und immer aus dem Herzen zu kommen. Und da halt auch mal was zu geben, ne? Wenn Leute sozusagen auf der Straße nach Geld fragen. Nicht gleich die Leute verscheuchen, sondern den Leuten auch mal wirklich was von Herzen geben und sagen, ich wünsche dir alles Gute für dich und deine Zukunft und ich hoffe, dein Leben wird sich so entwickeln, wie du es dir wünschst. Was du anderen wünschst, wünschen sie dir dann natürlich dann auch. Lass uns in das Tarot reingucken. Wie gesagt, das fängt schon mal super, super schön an. Das ist eine super positive Karte. Das macht da draußen jemand leer. Oh, hoffe, das geht nicht so weiter. Oh, guck mal, da sind schon Karten liegen geblieben, aber ich hole mir die doch nochmal dazu. Geduld kommt da als erstes. Nicht gleich abschalten, ne, weil ich jetzt Geduld sage. Geduld, das Wort mögen wir fast alle nicht. Gehört auch nicht zu meinen Lieblingswörtern. So, das gucken wir uns erstmal an. Die und die zusammen. Und wo ist sie denn, die Geduldskarte, die als erstes gefallen ist? Es soll erstmal hier. Also, wir haben hier, guck mal, oh, da ist ja Schmutz drauf, das gefällt mir nicht. Wir haben hier sowohl die 9 der Kelche als auch den Turm. Den Turm, der ist ja immer so ein bisschen nicht so gern gesehen, sage ich jetzt mal so. Und wir haben zweimal die Temperance-Karte und die ist ebenfalls die Nummer 14 und damit nochmal eine Nummer 5. Also guck auch bitte nochmal an, was die 5 für dich persönlich bedeuten könnte, indem du eingibst bei Google einfach Engelszahl Nummer 5 oder in dem Fall wären es jetzt schon 555, was ich hier sehe. Vielleicht kommen noch mehr Fünfen für uns. Und guck mal, was du persönlich sozusagen die Bedeutung dafür ist, weil die 5 ist hier sehr prägnant. Und schreib es uns auch gerne unter in die Kommentare, was die 5 persönlich für dich bedeutet. Ich lege aus, kriege ich so rein. Und die gucken wir uns dann hinterher doch noch an. Guck, wo war sie denn? Hier ist sie, ne? Doppelte Karte. Das ist beides die ein und dieselbe Karte. Sonst noch eine doppelte Karte? Aktuell nicht. Also die 9 der Kelche redet wirklich auch von der Selbstliebe. Also diese Liebe, von der wir hier am Anfang gesprochen haben schon, ne, dass du diese Liebe immer erstmal dir selber geben solltest. Und dass du auch stolz sein darfst auf das, was du tust und auf das, was du machst. Dann haben wir hier eine Kartenkombination, die ist jetzt nicht so optimal drin, das sage ich euch ganz ehrlich. Da habe ich hier nämlich den Turm und dazu die 5 der Münzen umgedreht gesehen und dann auch noch den Pagen der Kelche, der liegt auch umgedreht, wer schon länger guckt, meistens nicht so gut. Warum? Was passiert hier? Wir haben ja auf jeden Fall mit dem Turm immer einen Moment drin, der kann aktuell schon passiert sein, ne, für den einen oder anderen. Für die anderen kann das wirklich ein August-Moment sein, der hier auf dich zukommt, in dem sich etwas plötzlich drastisch ändert. Und das kann sowohl zum Positiven als auch zum Negativen sein. Hier geht es immer um eine drastische Veränderung von etwas, was bei dir sozusagen in deinem Leben festen Bestand hat, weil dieser Turm ist sozusagen, hat eben keinen festen Bestand. Dieser Turm ist sozusagen, da schlägt es ein. Jetzt haben wir hier in diesem Kartenbild explizit von dieser Künstlerin, das heißt Rainbow Tarot, das ist auch unten verlinkt, wie alle anderen Karten, die ich benutze, falls dich das interessiert. Interessanterweise brennt hier der Turm, ne? Der stürzt aber noch nicht zusammen, da geht nur das Dach ab und da schlägt der Blitz ein. Und die beiden Männchen, die fallen hier sozusagen runter. Was sagt uns das? Also hier könnte tatsächlich sowas anstehen, dass dich irgendjemand, ja, dass du Streit mit jemandem hast, dass dich jemand in irgendeiner Form enttäuscht, weil diese Enttäuschung, die haben wir ja auch mit den 5 der Münzen drin und dann eben noch diesen Pagen der Kelche mit diesem umgedrehten Herzchen.
Ist jetzt nicht so ideal, wenn du jetzt gerade schon irgendjemanden datest zum Beispiel, haben wir hier drinne, dass da irgendwas passieren könnte, dass diese Person sich ja, irgendwas sagt oder tut, was dich jetzt nicht so unbedingt glücklich stimmt. Also die 5 der Münzen umgedreht gesehen oder die 5 der Münzen heißt auch immer, dass du da sozusagen deinen eigenen Anteil drinne hast und dass du den eigenen Anteil aber nicht richtig siehst. Warum können wir das sozusagen aus dieser Karte sehen? Ich erzähle es euch mal kurz. Guck mal hier, die hat diese 5 Münzen da im Hintergrund hängen, die hat da einen Schlüssel und die guckt sehr traurig. Hier könnte es übrigens auch um Arbeitsthemen immer gehen mit den Münzen, ne? Kann auch immer bei der Arbeit was sein. Hier ist ein bisschen so angezeigt immer, ich lege sie jetzt mal richtig rum, auch wenn sie falsch rum ist, dass du sozusagen nicht siehst, dass du, ich habe jetzt gesagt eigenen Anteil, weil das habe ich so reinbekommen, eigener Anteil, aber hier mit dem Schlüssel immer so, ne, sie könnte ja diese Tür öffnen, sie könnte sich hier die 5 der Münzen von der Tür nehmen und einfach rausspazieren, aber sie entscheidet sich sozusagen da rein, so in so eine, ja, eine Depression zu gehen. Das ist auch ein bisschen so Depression, weil man halt das Gefühl hat, man wird zum Beispiel ungerecht behandelt. Oder hier geht es auch manchmal um Geld, ne? Also das halt sozusagen, ich gebe mal so ein Beispiel, andere werden immer besser bezahlt als ich. Warum? Ich verstehe das gar nicht, aber du könntest ja auch den Schlüssel nehmen, zu deinem Chef gehen und einmal sagen, ich hätte auch gerne mehr Geld. Warum kriegen die anderen eine Gehaltserhöhung und ich nicht? Können wir darüber ein ernstes Gespräch führen, weil ich finde, ich mache das und das und das und deswegen sehr, sehr gute Arbeit und ich hätte deswegen auch gerne mehr Geld. Aber hier ist mehr dieses sozusagen sich stattdessen zurücknehmen drinne und sozusagen traurig darüber sein, aber nicht sozusagen in die Aktion gehen, Dinge anders zu machen. Und wenn wir das hier auf ein Liebesthema beziehen, wäre das hier so dieses typische Thema oder hier dieses, was wir auch hier haben, sei du selbst, öffne dein Herz, sei ehrlich. Wenn du dem anderen Menschen nicht das Gefühl gibst, dass du auf diese anderen Menschen auch wirklich mit offenen Herzens zugehst oder versuchst irgendwie Spielchen zu spielen oder sowas, dann darfst du dich halt nicht wundern, wenn diese Person ebenfalls anfängt, Spielchen zu spielen. Okay, hier ist nämlich drin, dass jemand sozusagen mit diesem Pagen der Kelche andersrum gesehen, also wahrscheinlich durchaus Gefühle für dich auch hat, aber oder haben wird, oder das, ne, um es hier, wie gesagt, wenn es um Arbeitsthemen geht, dass man dich eigentlich durchaus respektiert, dass man aber auch nicht in der Lage ist, dir zu sagen. Ja, also der Page hat ja eigentlich sozusagen die Gefühle, ist aber sozusagen nicht in der Lage, diese Gefühle zu geben und das könnte wiederum zu großer Frustration auf deiner Seite führen. Aber vergiss nicht, wir haben alle unsere Schutzmechanismen. Und wenn es halt um die Arbeit geht und du hast halt das Gefühl sozusagen, da passieren irgendwelche Dinge und das könnte für dich jetzt finanziell schlecht ausgehen, hier ist durchaus eine Wertschätzung für dich drinne, auch wenn du diese Wertschätzung im Moment nicht so richtig siehst. Also du konzentrierst dich eher darauf, wo du die Wertschätzung nicht siehst, als auf das, wo man dir durchaus Wertschätzung entgegenbringt, die durchaus da ist. Und hier ist halt nochmal, wir haben zweimal, wie gesagt, diese Temperance-Karte, die Ausgleichskarte. Das heißt, Dinge müssen auch in den Ausgleich gebracht werden. Dinge werden sich ausgleichen. Also dieser Moment, dieser Turmmoment, der hier angezeigt ist, ne, dass hier irgendwas passiert und irgendwie sozusagen zu irgendeinem Donnerschlag geht, der kommt eigentlich deswegen, weil es hier wirklich wichtig für dich ist, dass du eben in diese Selbstliebe zu dir selbst gehst, dass du für dich einstehst und dass du auch vom Herzen aus redest und dich nicht nur zurückziehst und wieder traurig bist. Hier müssen Dinge in den Ausgleich gehen und mit anderen Menschen, also oder dem Menschen, der da vielleicht auch in dein Leben gekommen ist oder kommt, dass du auch da so fair bist und dem anderen Menschen auch die Zeit gibst, die dieser Mensch braucht und dem nicht irgendwie in irgendeiner Form die Pistole auf den Kopf setzt, sei schon auf die Brust setzt, an den Kopf hältst. Weil also diese Ausgleichskarte, du siehst ja auch immer, hier ist das als Engel, ne, der ist sozusagen eigentlich ein Engel hier, da siehst du, der hat die Flügel und auch in dieser Karte ist das ein Engel. Und das heißt, das ist wirklich von oben geführt. Das ist sozusagen eine Lernaufgabe für dich, an der du wachsen darfst und sollst. Und dann werden deine Engel auch dabei helfen, Sachen wieder in den Ausgleich zu bringen. Also in die Fairness, in den richtigen Ausgleich. Wie gesagt, manchmal müssen Sachen knallen, damit man überhaupt der Lage ist, seine eigene Wahrheit zu sprechen.
Weil davor hat man sich vielleicht zu viel gefallen lassen oder davor hat man sich selbst nicht wirklich getraut, dem anderen zu sagen, was man möchte und was man fühlt und hat selber sozusagen so Spielchen gespielt von hin und zurück und ich melde mich jetzt mal nicht, weil es gibt ja so Coachings in YouTube, die sagen dir, ne, melde dich nicht bei dem und wenn der dich nach Donnerstag nach einem Date fragt, dann sag, du hast den Rest der Woche keine Zeit. Das sind toxische Dynamiken und ich würde das absolut gar niemandem empfehlen, solche Spielchen zu spielen, weil du sendest damit eigentlich, du suchst dir damit eigentlich nur jemanden, der darauf steht, selber schlecht behandelt zu werden. Weil wenn du jemand anderem einfach sozusagen die Zeit gibst, dann wirst du Menschen anziehen, die so in dem Sinne gerne schlecht behandelt werden, die einfach gerne, die sozusagen jemanden nachrennen müssen und das Gefühl haben müssen, sie müssen jemand anderem hinterherrennen, damit das sozusagen einen Wert hat. Aber du selber hast Wert. Du darfst du selber sein. Du darfst, wenn dich jemand spontan fragt, hast du heute Abend Lust mit mir essen zu gehen, darfst du ja sagen, wenn du das von Herzen aus möchtest. Und nicht, weil irgendjemand dir auf YouTube erzählt, nee, auf keinen Fall, tu immer so, als wärst du super beschäftigt. Nein sagen, weil du bist dann nicht authentisch. Hier geht's wirklich darum, dass du von authentisch aus deinem Herzen kommst, damit andere Menschen für dich dasselbe tun können. Und hier ist halt eben so ein Moment angezeigt, wo es hier wirklich zu irgendeinem Bums kommt sozusagen, der dich aber eigentlich hier von oben geführt, deine Engel möchten, wir gucken gleich uns das beides an, dass du hier mit dir selbst in den Ausgleich gehst und mit anderen und für das einstehst, was du möchtest und willst. Und zwar aus einer inneren Stärke heraus, ne, die gelbe Karte, Solarplexus Chakra natürlich auch immer, ne, innere Stärke auch, ne, für sich selbst einstehen. Aber auch aus dem Herzen, also nicht sozusagen, indem du dann wütend wirst mit deinem ganzen Umfeld, sondern indem du sozusagen, ja, indem du trotzdem diese Energie behältst, in der du freundlich bleibst, in der du sozusagen einfach nur du selbst bist und aus dem Herzen sagst, was du denn dir gerne wünschen würdest. Und wenn jemand anders dann sagt, ja, er will aber jetzt keine Beziehung, dann lass diesen Menschen gehen und sei dir sicher, was zu dir gehört, kommt auch zu dir zurück. Weil mit den 4 der Schwertern und den 2 der Stäben haben wir hier so wirklich weiterhin drinne 4 der Schwerter, auch so ein bisschen achte auf deine Träume, ne? Und fühl euch aber nicht sozusagen, hab keine Angst, dass du sozusagen nicht beschützt sein wirst. Ne? Hier liegt das Schwert bereit sozusagen, du kannst dich jederzeit verteidigen, aber hier kriege ich ganz doll rein, dass es jetzt ganz wichtig für dich ist, dass du dir Zeit für dich selbst nimmst und auch in sowas wie Meditation gehst, um eben diese Wunden aus der Vergangenheit einmal aufzulösen. Also interessant, dass wir darüber eingehend schon gesprochen haben, weil das ist genau das Thema, was jetzt wieder reinkommt, ist dieses die Wunden aus der Vergangenheit angucken, eben sozusagen zum Beispiel, indem du innere Kindmeditation machst und das sozusagen bewusst einmal auflöst, damit sozusagen das hier alles sich nicht in einem ewigen Kreislauf immer und immer wiederholt. Ne? Wie ich gesagt habe, wie mit den Männern, die dann immer wieder sozusagen sich bei mir nach irgendwie 4, 5 Monaten vom Acker gemacht haben aus diversen Gründen. War der Glaubenssatz eben, bei mir bleibt keiner oder ich bin sozusagen nicht gut genug, dass man mit mir eine ernste Beziehung führt. Das war der Glaubenssatz, der aufgelöst werden musste. Kam natürlich zum Beispiel in meinem Fall daher, dass mein Vater meine Mutter verlassen hat für eine andere Frau, als ich 6 Jahre alt war und halt wirklich auch noch gleich in eine andere Stadt für die gezogen ist. Also dieses Trauma von ich werde verlassen von jemandem, den ich sehr liebe, und das kommt ja meistens eben aus der Kindheit, das musste sozusagen erstmal geheilt werden, damit ich das nicht immer und immer wieder in mein Leben ziehe. Und mit den 2 der Stäben, die ja hier auch umgedreht waren gerade noch, wie ich mich erinnere, haben wir und wieder geschlossen sozusagen von der Ausgleichskarte. Also was ist hier wirklich die wichtige Aufgabe für dich ab jetzt im August? Ist auch, dir selber Dinge zuzutrauen. Ne? Die 2 der Stäbe spricht immer davon, dass man sozusagen viele Träume und Wünsche hat, aber sich selbst eigentlich viel zu wenig zutraut und das nicht in die Tat umsetzt. Also wenn du sozusagen eigentlich deine innere Stimme dir sagt, dass du rausgehen solltest und dass du zum Beispiel, ich krieg jetzt gerade so spontan rein, den Jakobsweg wandern solltest oder das schon immer machen wolltest, aber du traust dich nicht,
weil, weil du das dann alleine machen müsstest, weil du dann alleine dahin kommen müsstest oder was auch immer, ist hier eine große Aufforderung, dass du bitte darauf hörst, was du ganz innerlich gerne machen möchtest und was du dir nicht wirklich zutraust, weil das für dich ganz wichtig ist, dass du in diese Welt hinausgehst und dich wirklich sozusagen das machst, was du möchtest und nicht sozusagen hier in der Angst bist, dass dir irgendwas passiert, sondern dass du wirklich dabei geschützt bist. Und dann haben wir eben diese Teufelsenergie, und das kriege ich jetzt wirklich so rein, die dann rausgehen wird. Es geht hier wirklich, Teufel ist auch immer unser Ego, ne? Und unser Ego sind auch unsere Schutzmechanismen. Also die meisten von uns reagieren ja, wenn sie sozusagen enttäuscht werden von anderen Menschen, gerade in der Liebe, damit, dass sie entweder zurückschlagen, also im Sinne von verbal ausfällig werden, das ist zum Beispiel etwas, was ich dann immer gerne gemacht habe, oder dass sie anfangen, dem anderen hinterher zu laufen, ne? Also Nachrichten ständig zu schicken und zu sagen, ja, aber du bist doch hier Love of my life oder sowas, auch das meine ich hiermit nicht, ne? Niemanden hinterherlaufen, der nicht möchte, das machen wir nicht, wir bleiben wirklich bei uns und sagen, was wir verdient haben. Das darf auch zu uns kommen und wir trauen uns auch mehr zu und gehen hier komplett in unsere Selbstliebe rein. Das wäre das, was sozusagen für dich hier wirklich ganz, ganz wichtig ist, damit dieses Ego-Thema, weil das ist ja Ego, ne? Ich werde nicht gewollt, das ist mein Ego. Ne? Würden wir anderen Menschen immer nur alles das Beste wünschen, was wir ja immer sagen, was wir tun, ja aber am Ende nicht tun, weil wenn wir verliebt sind oder wenn wir gerne den Posten gehabt hätten bei der wenn es darum geht, befördert zu werden, und das hat unsere Kollegin bekommen, ja, dann haben wir halt meistens nicht dieses Gefühl in uns von, ich gönne dir nur das Beste, sondern dann denken wir, scheiße, das hätte ich doch verdient und ich wollte das doch haben. Und warum haut der jetzt wieder ab? Oder warum sagt der mir jetzt, er ist nicht bereit für eine Beziehung? Das ist eben auch unser Ego, das immer sozusagen befriedigt werden möchte. Und hinter unserem Ego stecken aber halt auch oft unsere Minderwertigkeitsgefühle. Und unser Ego beschützt uns. Ne? Unser Ego ist unser Schutzmechanismus, unser Schutz, das uns anfängt zu beschützen, damit wir uns eigentlich gar nicht verletzt fühlen. Aber oft ist es wichtig, dass wir diese Verletzung einmal fühlen und wissen, woher sie kommt, um sie dann auch zu heilen und nicht immer in diese Ego-Geschichte gehen, in denen wir sind getriggert, wir reagieren drauf und wir ziehen dasselbe immer und immer und immer und wieder an. Also das ist hier angezeigt, dass du bitte Geduld mit dir selber haben sollst, Geduld mit anderen Menschen und Dinge sozusagen innerlich, von innen heraus in den Ausgleich bringen sollst und dir Dinge zutrauen sollst, damit wir eben diese Ego-Energie, ne, sowohl von dem anderen als auch von uns selbst, hier auflösen können. Das ist sehr wichtig, ne? Liegt auch hier unter dieser Person. Ne? Also diese andere Person ist eigentlich nur dein Spiegelbild, das dir einmal zeigen möchte, was ist dein Thema, was ich heilen muss. Also nicht der andere hier, ne, ist wieder der Böse und der macht immer, die anderen Menschen, die verletzen mich immer alle, sondern was ist das Thema, dass ich das immer und immer wieder anziehe. Und ich gehe in die Ruhe und die Liebe mit mir selbst und finde das jetzt wirklich mal heraus, damit wir es dann auflösen können. Dann haben wir nämlich hier den Magier für dich auch liegen. Und der Magier ist genau das. Der Magier ist der Meister der Manifestation und der weiß sozusagen, was ich ins Universum reinbekomme. Das werde ich unendlich wieder zurückbekommen. Ne? Hier ist die Unendlichkeit auch drin. Also wirklich sozusagen arbeite eben mit sowas wie Manifestationstechniken, mit Meditationstechniken. Bleib bei dir selbst, du bist in der Lage, sagen dir hier die Engelskarten auch nochmal, du bist wirklich in der Lage, in dein Leben zu ziehen, was du dir wünschst, aber du musst deinen Fokus darauf setzen. Und das wird sozusagen jetzt die große Aufgabe werden. Und was immer hier auf dich zukommt, an Tourmoment, ist wirklich nur dazu da, dich wirklich in dir zu zeigen, was du heilen darfst und kannst und wie du es dann sozusagen genau in eine komplett andere Richtung lenkst. Ich habe dich hier noch drinne liegen als den Ritter der Schwerter. Ritter der Schwerter heißt auch wirklich für die Dinge, ne, nach vorne gehen. Also krieg rein, das bist du, das ist nicht jemand anderes. Erst auflösen, heilen, sich sagen, was man möchte und dann aber vorwärts gehen und es auch sagen. Und das kannst du dann darfst du es auch, wenn du sozusagen weißt, wie du es genau sagen möchtest, wie du es genau sozusagen umsetzen möchtest, dann darfst du auch nach vorne gehen und sagen, ich will dies und dies und dies.
für mein Leben haben und du musst dann auch sozusagen keine Rücksicht darauf nehmen, ob die andere Person, ob der andere Person ich will jetzt nicht sagen verletzt werden, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen sehr egoistisch, ne? Da sind wir wieder im Ego drinne, sondern wenn es halt zum Beispiel um Beruf geht, dass du dich auch wirklich traust, also erstmal natürlich immer Grenzen zu setzen, aber auch wirklich hier den Mut aufbringst, für viele von uns, auch mal im Sinnemäßig auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nein, so läuft das hier nicht weiter, das und das möchte ich verdienen, das und das leiste ich und das will ich jetzt haben und wenn nicht, dann haben wir hier ein ernstes Problem und halt auch wirklich sozusagen für Konsequenzen im Kauf nehmen, weil wenn du mit etwas nicht glücklich bist, und das sich aber immer und immer wiederholt, ist es halt auch nicht wirklich sinnvoll, daran weiter festzuhalten. Sondern dann muss man halt auch manchmal solche Bänder durchschneiden. Weil hier mit der Königin der Stäbe, die hier umgekehrt kommt, ist nochmal wirklich für dich die Aufforderung, dass du für dich einstehst. Dass du in Aktion gehst für dich selbst, weil sie ist umgedreht. Das heißt, hier ist weiterhin wirklich deine Lernaufgabe, an dich selbst zu glauben und für dich selbst einzustehen. So, und zu wissen hier, dass du eine Königin bist, die alles verdient hat. Ne? Die Königin, das ist aber auch eine Macherin, also wirklich in die Handlung gehen auch und einzutreten für dich selbst und was du dir wünschst. Und eben gleichzeitig, hier haben wir sie nochmal, die Königin der Kelche. Hier nochmal, ne, das ist eine ziemlich ähnliche Energie wie unsere erste Karte. Mit der Königin der Kelche auch wirklich sozusagen in dieser Energie zu bleiben von in deiner weiblichen Energie auch zu bleiben, ist das richtige Wort. Also weibliche Energie im Sinne von, ich bin auch fürsorglich zu mir und fürsorglich für andere. Ne? Ich kann für mich selbst einstehen und ich kann trotzdem lieb und fürsorglich bleiben. Und gleichzeitig kann ich auch meine Grenzen setzen. Das ist hier die Lernaufgabe für dich im August. In diese Energie zu kommen auch, ne? Also nicht sozusagen in die Selbstmitleidsenergie zu gehen, nicht in die Energie ihr seid alle scheiße Energie zu gehen, sondern bei dir selbst zu bleiben, zu gucken, was möchtest du wirklich, was wünschst du dir wirklich, aber dann auch in die Aktion gehen und für dich selber eintreten. Eure Karten sind noch Open to the Universe. I'm discovering my worth and my abilities. Genau das, was ich gesagt habe. Also ich entdecke jetzt meinen Wert und meine Möglichkeiten. I have confidence in my value and my potential. Ich bin sicher oder ich habe die Selbstsicherheit auch, dass ich Wert habe und dass ich Potenzial habe. I reclaim my inner power. Also ich stehe, ich sage, ich habe innere Kraft. I accept and love myself completely. Ich akzeptiere und liebe mich komplett. Thus, I'm open to the divine light of the universe. Und ich bin offen für das heilige Licht des Universums. Das sollst du dir sozusagen sagen. Ne? Affirmationen sind auch immer das, was wir uns sagen sollen, sozusagen, von dem wir die Abwesenheit spüren. Ne? Also wenn du dich sozusagen nicht deinen Selbstwert so hoch setzt, wie anderes tun, dann arbeite an deinem Selbstwert, aber mach eben auch so eine Affirmation. Ne? Ich glaube an meinen Wert und mein Potenzial. Ich sage, ich gehe jetzt in meine Kraft. Das sind Sachen, die du dir sagen kannst. Ne? Schreib mal gerne drunter. Ich gehe jetzt in meine Kraft, wenn das hier für dich resoniert. Ich gehe jetzt in meine Kraft. Und I accept and love myself completely. Ich liebe mich so, wie ich bin. Everything turns to light. I work to improve myself, embrace all that life brings to me and transform darkness into light. Ich arbeite an mir selber. Das ist genau das, was wir gesagt haben, gerade schon alles. Ich nehme alles, was das Leben mir bringt, als eine Möglichkeit, das Dunkle in Licht zu transformieren. Hier, diese Herzensenergie, dieses Licht. I allow myself to grow and become stronger. Ich erlaube mir jetzt, stärker zu werden, denn je, würde ich noch dazu setzen. Ich werde jetzt stärker denn je. Schreibt das da drunter. Ich werde stärker denn je. Also gerade wenn dieser Tower-Moment hier, dieser Moment von irgendwie Enttäuschung über jemand anderem, Enttäuschung, was deinen Beruf angeht, gerade war, dann umso mehr, ne? Dann ist das jetzt wirklich deine Aufgabe. Bitte geh hier in deine Affirmationskraft rein. Bitte
Ja, guck dir sonst nochmal andere Videos dazu an. Meins vom anderen Kanal, das ist egal, aber Hauptsache du beschäftigst dich damit. Lass uns hier auf diese Liebesgeschichte noch Liebeskarten holen. New love, a new person has stirred your romantic feelings. Also jemand kommt in dein Leben, für den du romantische Gefühle hast, neue Liebe. Und reconciliation, someone from your past is returning to your life. Also jemand aus deiner Vergangenheit kommt zurück in dein Leben. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob du das willst oder nicht. Ne? Neue Liebe, ich glaube, für die eine Person ist es das. Für die andere Person, die sich wünschen, dass jemand aus der Vergangenheit wiederkommt. Dieses Potenzial liegt hier durchaus in den Karten drin. Trotzdem, wie wirklich deine Lernaufgabe ist, das hier sozusagen in die Tat umzusetzen, dir das hier jeden Tag zu sagen, in deine eigene Kraft zu gehen und aus dieser Kraft heraus ziehst du das hier in dein Leben. Ne? Die neue Liebe oder eben auch, dass jemand sozusagen aus deiner Vergangenheit erkennt, dass du eigentlich der Jackpot bist, ne? So wie es in meinem Fall war. Ne? Also, ne, du musst sozusagen erstmal dich selbst wieder für den Jackpot halten, dass die andere Person sich ebenfalls für den Jackpot hält. Und das musst du noch nicht mal irgendwie groß kommunizieren, sondern glaub mir, energetisch tauschen wir permanent Energien alle miteinander aus und die andere Person weiß unbewusst, nicht bewusst, unbewusst liest die sozusagen deine Glaubenssätze aus und du ihre Glaubenssätze. Und wir sind auf dieser Welt, um zu wachsen und bei uns hinaus zu wachsen und uns eben auch zu heilen. Und wenn wir sozusagen diese Aufgabe annehmen, zu heilen, wird das Universum uns sozusagen dafür belohnen. Gerade wenn es auch um solche von Vergangenheit geht, wenn es, wie ich schon sagte, wie es auch bei mir war, dass ich wirklich mega, mega verliebt in den war, aber dass es halt sich null ausgegangen ist. In dem Moment, wo ich mich selbst wieder als jemand gesehen habe, von dem ich auch gedacht habe, Mann, das war doch was ganz Besonderes und das denkt er mit Sicherheit auch, boom, kam es vom Universum zurück, ne? In dem Moment hat er mir sozusagen geschrieben und so weiter und so fort. Jetzt tun wir nochmal ein Symbol für dich raussuchen. Und dann, warte mal, jetzt habe ich nochmal so, was hatte ich hier zuerst? Also Geld. Erstmal hier, ne, also hier, wie gesagt, das könnte auch ein Geldthema sein. Geld, ne, auch was Geld angeht, musst du bitte immer daran glauben, dass du es auch verdient hast, Geld zu verdienen, dass du verdient hast, dass Geld sozusagen nicht dein Feind ist, dass Geld dein Freund ist. Weil viele von uns haben halt eben diese negativen Glaubenssätze, dass Geld sowas wie unser Feind ist. Solange du Geld energetisch als Feind siehst, fällt es Geld auch sehr schwer, zu dir kommen zu wollen. Auch das habe ich gelernt. So, dann haben wir eine Feder, ne, geht auch nochmal um Freiheit. Dann haben wir sowas wie interessanterweise, für wen das auch immer ist, glaube ich wahrscheinlich sonst, ne, ein Ring, also ich würde es als Ring interpretieren, den Buchstaben A und das Wort Liebe. Toll. Hier drauf, ne? Also hier auf dich, das kannst auch du sein. Wenn du Buchstaben A bist, dann geht es wirklich hier um dich und die Liebe zu dir selbst. Und sonst könnte die andere Person den Buchstaben A haben und diese Liebe wird in dein Leben kommen. Das ist das, was wir heute hier entdecken durften. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bitte immer so lieb sein, diesem Kanal auch einen Daumen nach oben zu geben. Diesem Kanal am besten noch ein Abo zu hinterlassen, damit ich hier auch mal auf die 1000 Follower komme. Da würde ich mich mega, mega freuen, weil dann wäre das Ganze hier nicht mehr komplett umsonst. Also im Sinne von, dass ich hier für aktuell gar nichts bekomme. Um mich anderweitig zu unterstützen, findet ihr meinen Spendenlink unten drinne. Und die ganzen Produkte, die hier eingeblendet sind, die habe ich selbst gemacht. Also wenn dich das interessiert, auch damit unterstützt du mich persönlich sehr, wenn du dir eines von meinen Produkten kaufst. Da stehen bei den ganzen Sternzeichen immer noch ein Spruch dazu, Zwillinge, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was da steht. Guck dir das Produkt an und dann ist immer ein Satz nach dem Motto, natürlich bin ich einzigartig oder sowas. Also auch eine positive Affirmation sozusagen. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal und alles Liebe.